In den Gewässern vor der Südküste Japans, unweit der Insel Yonaguni, verbirgt sich etwas, das seit mehreren Jahrzehnten die Fantasie von Wissenschaftlern und Geheimnisliebhabern gleichermaßen beflügelt. Riesige Steinterrassen, Stufen und Plattformen liegen in einer Tiefe von etwa 100 Fuß. Ihre Linien sind zu gerade, um ein zufälliges Launen der Natur zu sein, aber auch zu seltsam, um sich vollständig in die uns bekannte Architektur der Antike einzufügen. Einige Archäologen sind überzeugt, dass es sich um eine antike Stadt handelt, die vor Tausenden von Jahren nach einem gewaltigen Erdbeben versank. Andere hingegen bestehen darauf, dass wir es lediglich mit einer bizarren Sandsteinformation zu tun haben, die durch die Kräfte von Wasser und Wind geschaffen wurde. Die Legenden der Einheimischen befeuern diese Diskussion zusätzlich. Sie erzählen von einem verlorenen Land, das infolge einer großen Katastrophe unter Wasser verschwand. Vielleicht war es ein antikes Pendant zur Atlantis oder einfach nur ein weiteres schönes Märchen, das am Meeresufer entstanden ist. Eines wissen wir jedoch ganz sicher: Yonaguni bewahrt seine Geheimnisse fest, und unter der Wasseroberfläche könnten Antworten verborgen liegen, die unser Bild von der antiken Welt grundlegend verändern. Doch die nächste Geschichte wird sie dazu bringen, die Menschheitsgeschichte buchstäblich von unten nach oben zu betrachten. Das Grab der Riesen. Anfang des 20. Jahrhunderts veröffentlichten amerikanische Zeitungen sensationelle Berichte. Archäologen fanden Skelette von Menschen, die über 3 Meter groß waren. Ähnliche Funde wurden später angeblich auch in Afrika gemacht. Einige Fotos zeigten massive Schädel, andere lange Knochen, die doppelt so groß waren wie gewöhnliche. Diese Funde wurden schnell von Legenden über uralte Riesen umwoben, die in den Mythen fast aller Kulturen erwähnt werden. Von den biblischen Nephilim bis zu den nordischen Jötner. Die wissenschaftliche Gemeinschaft steht diesen Berichten skeptisch gegenüber. Viele Fälle stellten sich als Fälschungen oder als Ergebnis fehlerhafter Messungen heraus. Doch einige seltsame Artefakte und Knochen, die bis heute in privaten Sammlungen aufbewahrt werden, bleiben ohne endgültige Erklärung. Wenn auch nur ein Teil dieser Funde echt ist, bedeutet das, dass auf unserem Planeten riesenhafte Menschen existiert haben könnten. Und dann müssten unsere Schulgeschichtsbücher umgeschrieben werden. Doch die nächste Entdeckung führt uns weg von Knochen und Skeletten hin zu Gold, das der Legende nach jemandem gehörte, der angeblich nie existiert hat. Das Gold des Pharaos, den es nicht gab. In Ägypten fanden Archäologen einen Schatz mysteriöser goldener Artefakte, auf denen Namen und Titel eines Pharaos eingraviert sind, dessen Name in keiner offiziellen Herrscherliste auftaucht. Diese Schmuckstücke und Alltagsgegenstände sind so kunstvoll gefertigt, dass ihre Schöpfer offensichtlich über fortschrittliche Metallverarbeitungstechnologien verfügten. Einige Historiker glauben, dass es sich um einen vergessenen Herrscher handeln könnte, dessen Name aus politischen Gründen aus der Geschichte getilgt wurde. Andere sind überzeugt, dass wir es mit Fälschungen oder mit Artefakten zu tun haben, die zu Ehren einer mythischen Figur geschaffen wurden. Aber wie lässt sich erklären, dass Stil und Materialien vollständig der Epoche entsprechen, die sie angeblich repräsentieren? Dieser Fund stellt die offizielle Chronologie Ägyptens in Frage und lässt einen darüber nachdenken, wie viele Herrscher und Ereignisse noch aus unseren Geschichtsbüchern verschwunden sein könnten. Und das nächste Rätsel führt uns dorthin, wo es scheinbar nichts außer Eis geben kann. Pyramiden unter dem Eis. Auf Satellitenaufnahmen, die über der Antarktis gemacht wurden, entdeckten Forscher seltsame pyramidenähnliche Formen, die teilweise unter dicken Schnee- und Eisschichten verborgen sind. Ihre Proportionen sind so exakt, dass es schwerfällt, an ihren natürlichen Ursprung zu glauben. Dies führte zu Hypothesen, dass die Antarktis einst eisfrei war und dort eine fortschrittliche Zivilisation existiert haben könnte. Befürworter dieser Theorie behaupten, dass diese Bauwerke Spuren uralten Wissens sind, das durch eine globale Katastrophe verloren ging. Skeptiker hingegen meinen, dass wir einfach Berge mit perfekten Kanten sehen, die durch Verwitterung und Erosion entstanden sind. Doch allein die Tatsache, dass unter dem dicken Eispanzer Überreste einer Zivilisation verborgen sein könnten, beflügelt bis heute die Fantasie und sorgt für Diskussionen. Als nächstes erwartet uns die Geschichte eines Steins, der buchstäblich die Tür zu einer Welt längst vergessener Sprachen öffnete. Ein Stein, der spricht. Ende des 18. Jahrhunderts wurde in Ägypten ein Artefakt gefunden, das zum Schlüssel für die Entschlüsselung alter Schriften wurde. Der Stein von Rosetta enthielt denselben Text, eingraviert in 3 Sprachen: altägyptische Hieroglyphen, demotische Schrift und Altgriechisch. Dank dessen konnten Wissenschaftler zum ersten Mal die geheimnisvollen Symbole entschlüsseln, die die alten Ägypter über Tausende von Jahren verwendet hatten. Ohne diesen Stein könnten wir bis heute nur vermuten, was genau auf den Wänden der Tempel und Sarkophage geschrieben steht. Interessanterweise glauben einige Forscher, dass der Fund nicht zufällig war, sondern sorgfältig platziert wurde, um die Historiker in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und schon die nächste Geschichte wird zeigen, dass alte Texte manchmal weit mehr verbergen als bloße Übersetzungen. Das Geheimnis der Schriftrollen.
Mitte des 20. Jahrhunderts stießen Hirten in Höhlen am Toten Meer auf Tonkrüge, in denen sich uralte Handschriften befanden. Diese Schriftrollen, verfasst in Hebräisch, Aramäisch und Griechisch, enthielten Texte, die das Verständnis über die Entstehung der jüdischen und christlichen Traditionen verändern könnten. Wissenschaftler fanden heraus, dass die Schriftrollen vor etwa 2000 Jahren entstanden sind. Einige Fragmente stellten sich als Kopien bekannter religiöser Texte heraus, andere waren völlig einzigartig und enthielten Hinweise auf Ereignisse und Personen, von denen wir bisher nichts wussten. Es gab sogar gewagtere Vermutungen, dass sich unter ihnen verborgene Prophezeiungen oder geheimes Wissen befinden, das der breiten Öffentlichkeit nie enthüllt wurde. Doch die nächste Entdeckung führt uns noch tiefer in die nebligen Gewässer der Mythen, wo Legenden und Archäologie zu einem einzigen Knäuel verschmelzen. Die Stadt aus Legenden. Atlantis ist einer der langlebigsten Mythen der Menschheitsgeschichte. Aber was, wenn er einen realen Kern hat? Archäologen haben auf verschiedenen Kontinenten Ruinen von Städten gefunden, die unter Wasser geraten sind. Einige von ihnen könnten Platon zu seiner Geschichte inspiriert haben. Zum Beispiel erinnern die überfluteten Bauwerke vor den Küsten Spaniens und der Bahamas verdächtig an die Beschreibung des antiken Atlantis. Skeptiker halten das für einen bloßen Zufall, während Anhänger alternativer Theorien überzeugt sind, Atlantis war eine reale Zivilisation, die durch eine gewaltige Katastrophe unterging. Und je mehr wir unter Wasser finden, desto schwieriger wird es, diese Möglichkeit zu leugnen. Doch es gibt einen Fund, der keinerlei Bezug zum Wasser hat. Dafür gibt es eine Armee, die in ewiger Bereitschaft erstarrt ist. Eine Armee, die in Ton erstarrt ist. In China, unweit der Stadt Xi'an, stießen Arbeiter auf eine riesige unterirdische Grabstätte, in der Tausende von Tonkriegern standen. Jeder von ihnen ist einzigartig. Unterschiedliche Gesichter, Frisuren, Waffen und sogar Spuren von Bemalung, die über die Jahrtausende fast verschwunden ist. Dies ist die Terrakotta-Armee des ersten Kaisers von China, Qin Shi Huang, die geschaffen wurde, um ihn ins Jenseits zu begleiten. Doch das Rätsel liegt woanders. Warum halten einige Krieger Waffen aus Metall, das in über 2000 Jahren kaum korrodiert ist? Manche glauben, dass dies das Ergebnis einer besonderen Verarbeitungstechnologie ist, die verloren gegangen sein könnte. Und jetzt tauchen wir wieder unter Wasser, aber diesmal an einen Ort, der mit alten hinduistischen Mythen in Verbindung gebracht wird. Ein versunkener Tempel. Vor der Küste der indischen Stadt Dwarka entdeckten Taucher Überreste antiker Bauwerke, die laut lokalen Legenden zur Stadt des Gottes Krishna gehörten. Diese Ruinen liegen in einer Tiefe von über 120 Fuß und umfassen Mauern, Säulen und Treppen, die wie aus massivem Stein gehauen wirken. Archäologen vermuten, dass die Stadt durch einen plötzlichen Anstieg des Meeresspiegels vor mehreren tausend Jahren überflutet wurde. Die Legenden hingegen behaupten, sie sei durch göttlichen Zorn zerstört worden. Interessanterweise könnte das Alter der Funde deutlich höher sein als die Daten, die die moderne Wissenschaft der Zivilisation in dieser Region zuschreibt. Doch die nächste Geschichte erinnert daran, dass manchmal die gefährlichsten Entdeckungen nicht unter Wasser, sondern unter der Erde verborgen sind und dass man sie besser nicht stört. Der verfluchte Fund. Als Archäologen zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Grab von Tutanchamun öffneten, wurde die Welt von einer Welle von Gerüchten über den Fluch des Pharaos erfasst. Mehrere Personen, die an den Ausgrabungen beteiligt waren, starben kurz darauf unter seltsamen Umständen, von Infektionen bis hin zu Unfällen. Die Zeitungen griffen dieses Thema auf und die Geschichte wurde schnell mit mystischen Details ausgeschmückt. Wissenschaftler erklären alles mit Zufall oder der Wirkung uralter Schimmelsporen. Doch bis heute gibt es Menschen, die an die Realität des Fluchs glauben. Vielleicht ist es nur eine schöne Legende, aber sie hat den Fund zu einem der bekanntesten in der Geschichte der Archäologie gemacht. Und vor uns liegt eine Geschichte, in der ein uraltes Element ganze Städte zerstörte und nur verbrannte Erde hinterließ. Der feurige Pfad. Im Inneren der Erde verbirgt sich eine Kraft, die in der Lage ist, Städte innerhalb weniger Stunden zu vernichten. Archäologen fanden Spuren uralter Vulkankatastrophen, die nur verkohlte Ruinen und erstarrte Lavaströme hinterließen. Eines der bekanntesten Beispiele ist Pompeji. Doch es gibt auch weniger bekannte Orte, an denen ganze Siedlungen ausgelöscht und für Jahrhunderte vergessen wurden. In manchen Regionen wurden sogar versteinerte Figuren von Menschen und Tieren gefunden, die im Moment der Katastrophe erstarrt sind. Wissenschaftler nutzen diese Funde, um zu verstehen, wie alte Gesellschaften lebten und wie sie versuchten, Vulkanausbrüche vorherzusagen. Aber was, wenn einige dieser Katastrophen nicht zufällig waren? Als nächstes begeben wir uns in eine noch fernere Vergangenheit, zu Symbolen, die sich als viel älter herausstellten, als Wissenschaftler angenommen hatten. Symbole auf Stein. In Höhlen Europas und Asiens haben Archäologen Felszeichnungen gefunden, deren Alter sich als deutlich höher erwies, als man vermutet hatte. Einige dieser Darstellungen wurden nicht von modernen Menschen, sondern von ihren urzeitlichen Verwandten, den Neandertalern, geschaffen.
Diese Entdeckung hat die Vorstellung davon, wer als erster Kunst und Symbole zur Wissensvermittlung nutzte, grundlegend verändert. Es gibt auch seltsame Zeichen, die bis heute nicht entschlüsselt werden konnten. Skeptiker halten sie für bloße Verzierungen, während Anhänger alternativer Theorien überzeugt sind, dass es sich um verschlüsselte Botschaften oder uralte Karten handelt. Doch der nächste Fund lässt vermuten, dass manche Technologien tausende Jahre früher entstanden sein könnten. Die Zeitmaschine der Antike. In den Gewässern vor der griechischen Insel Antikythera wurde ein seltsamer Mechanismus gefunden, der aus zahlreichen bronzenen Zahnrädern besteht. Wissenschaftler datieren ihn auf über 2000 Jahre und gehen davon aus, dass er zur Berechnung der Bewegungen von Planeten und Finsternissen diente. Die Präzision des Geräts ist so erstaunlich, dass einige Forscher es als den ersten analogen Computer der Geschichte bezeichnet haben. Doch es stellt sich die Frage, wer konnte eine so komplexe Maschine in einer Epoche erschaffen, in der die Technologie angeblich viel primitiver war? Und wenn dieses Artefakt schon unglaublich erscheint, dann wird der nächste Fund das gesamte Verständnis von Altertum in Frage stellen. Ein Tempel, der älter ist als die Pyramiden. Auf dem Gebiet der heutigen Türkei entdeckten Archäologen Göbekli Tepe einen Tempelkomplex, dessen Alter mehr als 12.000 Jahre beträgt. Das macht ihn älter als die ägyptischen Pyramiden und Stonehenge. Die riesigen Steinsäulen mit eingravierten Darstellungen von Tieren und Symbolen zeigen, dass seine Erbauer über eine komplexe Kultur und eine entwickelte Gesellschaft verfügten. Doch das Rätsel besteht darin, dass dieser Tempel absichtlich mit Erde bedeckt wurde, als wollte jemand ihn vor zukünftigen Generationen verbergen. Die Gründe dafür sind bis heute unbekannt. Und die letzte Geschichte führt uns in eine Stadt, die wie außerhalb der Zeit zu existieren scheint. Die zeitlose Stadt. Hoch in den Bergen von Peru verbirgt sich Machu Picchu, die Stadt der Inka, die lange Zeit der Außenwelt unbekannt blieb. Ihre Mauern sind so präzise gebaut, dass man nicht einmal eine Messerklinge zwischen die Steine schieben kann. Wissenschaftler streiten bis heute darüber, wie die Erbauer eine solche Präzision ohne moderne Werkzeuge erreichen konnten. Einige glauben, dass Machu Picchu die Residenz eines Herrschers war, andere halten es für einen heiligen Ort oder eine Sternwarte. Legenden hingegen schreiben seine Erschaffung den Kräften der Götter zu. Dieser und andere Funde aus unserer Liste zeigen, dass die Geschichte der Menschheit weitaus komplexer und rätselhafter ist, als wir es gewohnt sind zu denken. Vielleicht sind die wichtigsten Antworten noch immer unter Wasser, unter der Erde oder in den staubigen Lagerräumen von Museen verborgen und warten darauf, eines Tages unsere Vergangenheit neu zu schreiben.